Für mich ist es eigentlich am Anfang immer entscheidend, welche Art von Musik möchte ich denn spielen. Wenn ich zum Beispiel Heavy Metal und Death Metal spielen möchte, brauche ich eigentlich so ein bisschen einen anderen Bass, als wenn ich gerne im Orchester mitspielen möchte und in der Big Band Jazz-Songs spielen. Oder ich will in der Bluesband spielen. Oder ich möchte Slappen und Funk-Bass spielen. Dafür gibt es dann unterschiedliche Instrumente, die unterschiedlich gut funktionieren. Am besten ist natürlich am Anfang, wenn man noch gar nicht sich so richtig festlegen möchte, welche Musik man machen möchte, dass man sich ein Instrument raussucht, das für verschiedene Musikrichtungen auch gleich gut geeignet ist. Hierfür macht es Sinn, dann ein Instrument zu nehmen, das 2 Pickups hat. Also die Tonabnehmer, ein an der Brücke und ein eher am Hals. Somit hat man eine größere Auswahl an verschiedenen Sounds, die man zur Verfügung hat, je nachdem, was für eine Musik man dann auch zu dem Zeitpunkt dann spielen möchte. Für den Anfang macht meistens ein 4-Seiter-Bass Sinn, weil mit den 4 Seiten hat man meistens schon genug zu tun. Die 5. Seite ist vielleicht am Anfang noch ein bisschen so, dass es zu viel an Informationen auf einmal ist. Das Griffbrett ist meistens auch etwas breiter, es ist ein bisschen schwieriger zu greifen. Jedoch, wenn du unbedingt Death Metal oder irgendwelchen Hardcore Metal machen möchtest, dann würde ich schon zu einem 5-Seiter-Bass raten, weil da brauchst du ganz oft die tiefe Seite. Da braucht man die tiefen Bässe, um die Riffs gut spielen zu können. Spezialfall wäre ein Fretless Bass. Das ist ein Bass ohne Bünde. Das heißt, wie auf einem Kontrabass oder auf einer Geige oder auf einem Cello. Klar kann man mit sowas auch anfangen. Das macht es aber etwas schwieriger, weil man dann natürlich nicht nur die Spieltechnik sich aneignen muss, sondern auch gleich die Intonation, das Gehör sofort sehr gut sein muss und man da etwas mehr üben muss als jetzt auf einem Bass, der die Bünde hat, wo dann die Töne eigentlich fest vorgegeben sind an den Bünden. Bei einem Fretless, also je nachdem, wo du mit deinem Finger bist, ist der Ton mal etwas höher oder tiefer. Grundlegend würde ich sagen, 4-Seiter-Bass mit einer Kombination aus 2 Tonabnehmern, einer weiter vorne am Hals, einer weiter hinten an der Brücke, und dann hast du die größte Auswahl an Sounds und kannst die meisten verschiedenen Musikstile damit ohne weiteres dann auch spielen. Klar, das Aussehen ist nicht alles, aber es sollte natürlich schon so sein, dass dir der Bass gefällt und du Lust hast, den in die Hand zu nehmen und damit zu spielen. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Geschmacksrichtungen, was man dann hat. Also der eine möchte dann lieber so einen wirklich niegelnagelneuen, hochglanzpolierten, schönen Bass. Dem anderen gefällt vielleicht ein Gebrauchter, der ein paar Dellen und Kratzer hat und schon irgendwie etwas verlebt aussieht, weil ja, das ist dann auch cooler, wenn man Blues und Rock spielt, dann braucht man kein so glanzpoliertes Teil. Also von daher, auch da gibt es natürlich Unterschiede. Wichtig ist, dir muss er gefallen, du musst Spaß haben, das Instrument in die Hand zu nehmen und damit so viel Zeit wie möglich zu verbringen. Achte auf die Bespielbarkeit. Das ist jetzt natürlich am Anfang ganz schwierig zu beurteilen, wenn du noch überhaupt nicht spielen kannst. Ne? Wie wirst du jetzt wissen, wie ist denn die Bespielbarkeit? Gibt aber schon ein paar grundlegende Sachen, die man beachten kann. Erstens mal hast du eher große oder kleine Hände. Wenn du sehr kleine Hände hast, dann muss man schauen, dass der Hals nicht zu dick ist. Erstmal nicht zu breit, aber auch nicht zu dick in der Tiefe. Ne? Precision-Bässe zum Beispiel sind eher so, dass der Hals etwas dicker ist als jetzt bei einem Jazzbass. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Bass zu kaufen, der etwas kleiner ist. Also die Mensur nennt man das, die Länge von den Saiten mit dem Griffbrett und dem Hals, komplett alles zusammen. Das gibt es auch als Medium Scale oder Short Scale. Standard ist eigentlich Long Scale, die komplette Länge. Es gibt auch noch Extra Long, aber Long Scale ist so normalerweise der Standard. Gibt welche, die sind
etwas kürzer und es gibt welche, zum Beispiel auch für Kinder, die sind dann wirklich ganz kurz, Short-Scale-Verse. Die machen dann eher Sinn, wenn man vielleicht kleinere Hände hat und am Anfang merkt, oh, mit so einem fetten Ding, das klappt irgendwie gar nicht. Anderer Punkt mit der Bespielbarkeit ist, vor allem bei gebrauchten Instrumenten dann, wenn sie noch nie eingestellt wurden oder von irgendjemand eingestellt wurden und nicht von einem Fachhändler, ist die Saitenlage. Wenn die zu hoch ist, das heißt der Abstand zwischen dem Hals, dem Buntstäbchen und den Saiten, dann wird das natürlich extrem viel schwieriger, den Bass zu spielen. Man braucht mehr Kraft, um die Saiten runterzudrücken. Die Bewegungen sind extrem eingeschränkt. Es ist alles nicht so flüssig, wie es laufen könnte, wenn die Saitenlage eher niedrig ist und man mit wenig Kraft, eigentlich gar keiner Kraft, sondern nur mit der Technik die Töne spielen kann, ohne dass sie ständig auch schnarren. Das ist natürlich das zweite Extrem. Eine zu hohe Saitenlage oder eine zu niedrige Saitenlage wäre dann, dass bei jedem Ton die Saiten schon schnarren, bevor du überhaupt hinfasst oder die anspielst. Anderer Punkt mit Bespielbarkeit ist die Form des Korpuses. Es gibt Bässe, die sind dann eher größer von dem Korpus, vom Body her. Manche sind etwas kleiner, schmäler. Das müsstest du dir einfach mal ein bisschen anpassen. Erstmal klar, was dir persönlich gefällt vom Stil her, vom Aussehen. Zweitens, wie ist deine Anatomie? Wie groß bist du? Wie fühlt sich das Instrument einfach an, wenn man es in der Hand hat? Ohne, dass du jetzt das groß tatsächlich spielen können musst, aber du merkst dann schon ziemlich schnell, okay, komme ich über den Korpus rüber mit meiner Hand? Kann ich die Saiten greifen? Fühlt sich das irgendwie, wenn ich den Hals in die Hand nehme, fühlt sich das gut an oder ist es irgendwie so, wow, viel zu dick, das geht gar nicht. Kommt jetzt natürlich auch immer drauf an. Ein gebrauchter Bass hat oft den Vorteil, dass man den von jemandem abkauft, der vielleicht schon ein bisschen Ahnung hat vom Bassspielen und einem dann auch sagen kann, hey, oh, der Bass wäre jetzt für dich geeignet, vor allem wenn du die und die Musik spielen möchtest. Ich spiele auch Blues, bla 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 oder Rock und habe den seit Jahren dafür benutzt. Anderes Argument für einen gebrauchten Bass ist natürlich auch Budgetsache. Manchmal kann man da ein Schnäppchen machen, ist günstiger als vielleicht ein neuer Bass. Eingespielt ist so ein Instrument dann auch mit der Zeit. Also es ist tatsächlich auch bei E-Bässen so wie bei anderen akustischen Instrumenten, dass es eine Zeit lang braucht, bis so ein Instrument eingespielt ist und dann tatsächlich den richtigen Sound voll entfalten kann. Auf der anderen Seite ist natürlich ein neues Instrument der Vorteil, du kaufst es bei einem Fachhändler, hast vielleicht nur Garantie, kannst ihn zurückgeben. Die Mechaniken, die Potis und alles, also die Drehregler zum den Sound verstellen, sind neu. Das kann bei einem gebrauchten Instrument schon sein, dass sie vielleicht älter sind und auch zu kratzen beginnen. Hat man da vielleicht ein bisschen Probleme bei der Elektronik mit der Zeit, ähnlich wie bei einem Auto auch, bei einem gebrauchten Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Es ist absolut eine persönliche Entscheidung. Gibt kein besser oder schlechter, meiner Meinung nach. Wer hat schon die Möglichkeit, ein unbegrenztes Budget zur Verfügung zu haben und unendlich Geld auszugeben? Natürlich sind wir alle beschränkt mit dem Budget. Wichtig da dabei, zu dem Bass gehört natürlich dann nachher auch noch ein Verstärker, ein Gitarrengurt, ein Kabel, ein Stimmgerät. Also beachte das dabei. Nur mit dem Bass allein fängst du nicht wirklich viel an. Du brauchst noch ein bisschen was an Equipment dazu. Da gibt es natürlich oft auch bei Händlern gute Angebote mit so Sets, Bass und Amp gleichzeitig. Ob das immer gut ist, ist auch wieder schwierig zu beurteilen. Manchmal ist dann der Bass gut, der Amp nicht oder andersrum. Da kann man nicht wirklich so richtig eine allgemeine Aussage dazu treffen. Aber wichtig halt bei deinem Budget, denk daran, Bass, ein Bassverstärker, ein Gurt, ein Kabel und ein Stimmgerät sind eigentlich so die essentiellen Sachen, die du mit beachten musst, dass sie innerhalb von deinem Budget auch bleiben. Wenn dir die Tipps gefallen haben, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Kommentar von dir freuen.